Hallo und herzlich willkommen zu Pure Rita. Ich bin Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute backen wir zusammen einen Hefezopf. Ist ja bald auch schon Ostern und ich finde, so ein selbstgebackener Hefezopf passt super gut zu einem Osterbrunch. Da freut sich die ganze Familie drüber, ganz sicher. Aber eben nicht nur zu Ostern, sondern auch für so ein Sonntagsfrühstück finde ich das auch ganz wunderbar. Mit frischer Butter und eurer Lieblingsmarmelade und einer Tasse Kaffee ist es ganz super lecker. Und ich zeige euch gleich mal die Zutaten für den Hefezopf und ihr werdet sehen, wie einfach und unkompliziert es ist, einen Hefeteig zu machen. Es ist keine Hexerei, jeder kann das. Kneten, gehen lassen, flechten, backen und schon ist euer Osterzopf fertig. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben und Zeit, denn so ein Hefeteig braucht ein bisschen Ruhepausen und dann wird er richtig schön perfekt. Und das Schöne an diesem Rezept ist nämlich, dass ihr aus diesem Hefegrundteig auch einen Hefekuchen backen könnt. Zum Beispiel mit Streuseln drauf wird es ein super leckerer Streuselkuchen oder Butterkuchen daraus. Und worauf ihr beim Hefeteig noch so achten sollt, damit er so richtig schön locker wird und saftig und auch gut aufgeht, das verrate ich euch dann, wenn wir gleich den Teig vorbereiten. Also erst einmal die Zutaten für unseren Hefezopf und los geht's. Für den Hefezopf brauchen wir folgende Zutaten, und zwar 500 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 20 Gramm Hefe, 220 Milliliter Milch, 3,5% Fett, 80 Gramm weiche Butter, 2 Eigelb, 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Vanillezucker selbst gemacht, Abrieb einer Zitronenschale, einer Bio-Zitrone, etwas Hagelzucker zum Bestreuen und zum Schluss ein Ei mit etwas Milch verquirlt für den Hefezopf. Also als erstes bereiten wir mal den Vorteig zu und dafür erwärme ich zuerst mal die Milch in einem Wasserbad und zwar nur auf 25 Grad. Das ist ganz wichtig für die Hefe, denn sie ist ganz gern schön warm, aber eben nicht zu heiß. Dann zerbröseln wir die Hefe hinein mit 2 Esslöffel Zucker. Und der zusätzliche Zucker sorgt nämlich dafür, dass die Hefebakterien sich noch schneller vermehren. Ganz gut, die Milch hat jetzt genau 25 Grad und ich gebe jetzt ein bisschen was davon hinein in die Hefe-Zuckermischung hier. Ich nehme jetzt meinen Schneebesen und wir lösen das jetzt mal auf. Nun geben wir ein Viertel des gesiebten Mehls dazu in unsere Rührschüssel hinein. Und das ist ganz wichtig, das Mehl vorher zu sieben, so wird der Hefeteig auch lockerer. Und da kommt jetzt die Hefe, Zucker und Milchmischung hier hinein und wir verrühren das Ganze gleich mal. Dafür nehme ich jetzt den Teigschaber und vermenge das Ganze zu einem Brei. Das ist jetzt unser Vorteig und der muss jetzt für 20 bis 30 Minuten ruhen. Jetzt decken wir den Vorteig mit einer Klarsichtfolie ab oder in einem Tuch, wenn ihr das habt, und lassen es an einem warmen Ort so lange ruhen, bis er so anfängt, kleine Bläschen zu bilden, beziehungsweise vom Volumen her sich verdoppelt hat. Also das reicht 20 bis 30 Minuten. Also während der Vorteig jetzt ruht, können wir in der Zeit die restlichen Zutaten vermischen. Ich nehme jetzt das Eigelb und füge die erwärmte Milch dazu, den Zucker, 2 Teelöffel Vanillezucker, das Salz und reibe etwas Zitronenschale hinein. Übrigens Eigelb oder das ganze Ei, ich habe hier festgestellt, dass der Hefezopf ohne Eiweiß nämlich viel lockerer wird. Meine Beobachtung beim Hefeteig zubereiten ist auch, die Hefe hat es nicht so gern, wenn man Salz oder Butter hinzufügt. Dann kann es passieren, dass es auch nicht so leicht aufgeht. Am besten ist es, wenn ihr die Hefe immer mit handwarmer Milch und etwas Zucker verrührt, dann kann auch wirklich nichts schief gehen.
Man sieht jetzt, dass der Vorteig schön aufgegangen ist. Nun gebe ich die restlichen Zutaten hinzu und füge die Eiermischung hinzu. Das Mehl und zum Schluss die weiche Butter. Und nun verrühren wir das zu einem weichen Teig und man sollte es so lange rühren, bis er seidig ist und sich vom Schlüsselrand löst. So, Schlüsselrand löst? Ja. So circa 7 Minuten, dann wisst ihr, dass der Teig nämlich fertig ist. Jetzt gebe ich den Teig aus der Schüssel heraus und bemehle meine Arbeitsfläche ein wenig und knete ihn kräftig durch, bis er so seidig und glatt sich anfühlt und forme eine schöne Kugel daraus. Die Teigkugel lege ich jetzt zurück in die Rührschüssel und nicht vergessen, vorher noch etwas bemehlen oder leicht einfetten, was euch lieber ist. So lässt es sich später auch leichter aus der Schüssel herausnehmen. Nun lege ich ein Tuch darüber und jetzt lassen wir den Hefeteig für 1 Stunde aufgehen, bis er sich vom Volumen her verdoppelt hat. Und dann können wir auch schon mit dem Flechten beginnen. So, die 1 Stunde ist jetzt um. Wie man sieht, ist der Hefeteig super schön aufgegangen. Den Teig nehme ich jetzt heraus aus der Schüssel, bemehle jetzt leicht die Arbeitsfläche. Das ist jetzt der Moment, wo ihr natürlich je nach Geschmack Rosinen in den Teig einarbeiten könnt, die ihr am besten einige Stunden zuvor in Rum oder in Saft eingeweicht habt, damit sie nämlich schön saftig sind und nicht beim Backen verbrennen. Ich persönlich mag es gerne ohne Rosinen. Ich esse den Hefezopf sehr gern auch mit Marmelade und Butter oder manchmal auch Nutella, aber das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. So, und ich teile den Teig jetzt in 4 gleich große Stücke. Drücke das mit dem Handballen flach. So. Dann wird einmal von vorne umgeschlagen. So. Und mit dem Handballen wieder flach drücken. Dann diese Seite noch einmal. Dann kurz rollen. So, das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Und verfahren mit den anderen Teigballen genauso. Einmal nach innen einschlagen, mit dem Handballen wieder flach drücken und einmal nach außen einschlagen und ausrollen. So. Das Ganze decke ich jetzt wieder mit einer Folie ab und lasse den Teig ein bisschen vorruhen. So lassen sie sich auch dann besser ausrollen. 15 Minuten lassen wir das mal zugedeckt. Und dann werden wir auch gleich weitermachen. Unsere Stränge haben jetzt ein bisschen geruht und jetzt können wir sie auch ausrollen. So, dafür nehme ich mir jetzt einen hier. So. Und die anderen lege ich mal kurz darüber. Jeweils auch zugedeckt, damit sie nicht austrocknen. So. Dann müssen wir wieder die Arbeitsfläche bemehlen. Und wir rollen das jetzt aus. Von der Mitte nach außen hin. Ein Strang ist schon mal fertig, den legen wir auch dahin. Und
und nehmen uns den zweiten vor. Von der Mitte hin nach außen. Wichtig ist, dass die alle gleich lang sind in etwa. Wir machen jetzt einen Zweistrangzopf und dafür legen wir jetzt die 2 Stränge einfach so über Kreuz übereinander. Und wir beginnen mit dem Einschlagen. Und zwar vertauschen wir einmal links und rechts und einmal oben und unten. Also beginnen einmal nach links und einmal nach rechts. Einmal nach oben und einmal nach unten. Und jetzt wieder links nach rechts und wieder oben nach unten, unten nach oben, von links nach rechts, oben nach unten. Bringen das zusammen und schlagen es unten ein und machen das ein bisschen so kompakter. Der erste Zopf ist jetzt fertig. Legen das wieder unter die Folie, sodass es nicht austrocknet. Wieder beginnen wir von den Seiten horizontal, vertauschen wieder die Enden, ein bisschen so verrenken. So, und jetzt kommt von oben nach unten. Links nach rechts und wieder von oben nach unten. Und versuchen das ein bisschen kompakter jetzt nochmal und legen das ebenfalls zur Seite. Decken das ebenfalls nochmal ab und lassen es wieder für eine Stunde ruhen. Die sind sehr schön aufgegangen. Wir bestreichen das jetzt mit einer Milch- und Ei-Mischung. Das ist ein ganzes Ei und etwas warme Milch. Ich verquirle das jetzt noch mal kurz und wir bepinseln das jetzt. So, jetzt habe ich ein wenig Hagelzucker hier. Man kann aber auch Mandeln drauf tun. Und ich verteile das jetzt mal hier so in der Mitte. Sieht ja auch hübsch aus. So, und jetzt kommt der Hefezopf in den Backofen, natürlich schon vorgeheizt bei ca. 170, 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Das ist jetzt natürlich nach Backofentyp. Wir backen das jetzt für 30 bis 35 Minuten. Das sieht wirklich lecker aus und das duftet hier in meiner Küche, wenn ihr das riechen könntet. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und abonniert meinen Channel. Mein Rezept findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung, sowie meine treuen Küchenhelfer. Also viel Spaß beim Nachbacken. Ich wünsche euch und euren Familien frohe Ostern und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.